Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin's Aida. Ich wollte euch heute diese Kiste vorstellen. Und zwar ist es die Kiste mit meinen aktuellen Projekten, an denen ich gerade arbeite. Und zwar ist es so, dass ich es mag, an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Man hat halt immer Laune, oder? Und ich finde auch beim Stricken und Häkeln ist es genauso, dass man halt manchmal einfach keine Lust auf die Arbeit hat. Und deshalb habe ich dann begonnen, einfach mehrere Projekte gleichzeitig auf der Nadel zu haben, damit ich immer etwas habe, an dem ich arbeiten kann und auf das ich Lust habe. Und deshalb wollte ich euch heute vorstellen, was meine aktuellen Projekte sind. Es sind nicht wenige. Ich habe immer so 5 bis 6 Projekte auf der Nadel. Ich würde sagen, jetzt starten wir mal gleich mit dem ersten Projekt, das ich nehme jetzt einfach random eins raus. Und zwar, wenn ihr mich auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich mit Sockenstricken begonnen habe. Es ist zwar schon eine Weile her, es war noch Winter, aber eine Socke ist fertig. Das ist die Socke. Jetzt arbeite ich gerade an der zweiten Socke. Ich war ziemlich weit, ich war etwa auch schon so weit vor einem Monat und dann habe ich bemerkt, okay, die erste Socke und die zweite Socke, der Fadenverlauf ist nicht gleich und es hat mich tatsächlich gestört. Deshalb habe ich alles wieder aufgewickelt und habe dann da angefangen, wo die erste Socke anfängt, weil das mir besser gefällt. Das ist eine Gratis-Anleitung von Hobby. Und zwar ist das die Simojoki Socken von Reja. Ich habe nicht die Reja-Wolle genommen, die in der Anleitung angegeben ist, sondern ich habe eine Sockenwolle von Lana Grossa. Angelina heißt die Wolle. Ich habe die tatsächlich mal beim Müller gekauft, weil Müller hat tatsächlich Lana Grossa und ganz viele und eine relativ große Wollauswahl, finde ich, für das, dass die ja nicht ein Wollgeschäft sind, aber die sind so random Geschäft, die haben irgendwie alles, oder? Ja, genau. Und diese Sockenwolle ist waschmaschinenfest, was ich denke, ist ziemlich wichtig. Sockenstricken ist an sich nicht ganz so schwierig. Man muss halt einfach ein bisschen üben. Und ich habe tatsächlich eine Anleitung mit Muster. Und das Muster ist gar nicht schwierig. Es ist einfach nur links und rechts gestrickt, abwechselnd. Und es sieht ganz nett aus. Und ja, an denen arbeite ich einfach so immer wieder mal. Wenn ich Bock habe vom Fernseher oder so, geht das ganz gut. Und auch das nächste Projekt, an dem ich arbeite, ist auch ein Projekt von Hobby. Vielleicht erkennt ihr das Muster. Es ist eine Anleitung von Crochet Highway. Auf jeden Fall ist es eine Gratis-Anleitung, die ihr bei Hobby findet. Das ist das Florentine Cardigan. Die Wolle ist Acacia, ebenfalls von Hobby. Ihr braucht 2 Farben und ihr braucht mehrere Knäuel, je nach Größe von der Arbeit. Und an dem arbeite ich gerade, das ist das Rückenteil. Dieses Rückenteil, ich habe auch schon eine Seite fertig, also ich brauche nicht mal viel. Das ist die eine Seite. Und jetzt arbeite ich noch an der nächsten Seite und dann fehlen noch die Ärmel. Ja, das Muster sieht kompliziert aus, weil ihr arbeitet gleichzeitig mit 2 Farben, also Maschenmarkierer sind ein Muss. Ihr arbeitet mit 2 Farben. Das Muster ist, ja, es ist ein bisschen eine Herausforderung. Am Anfang habe ich auch ein paar Mal Fehler gemacht, aber sobald ihr es verstanden habt, geht es ganz leicht. Die Anleitung wird selbst auf der Homepage als für fortgeschritten markiert, was ich auch verstehen kann, weil ich denke, man braucht doch ein bisschen Kenntnis mit Häkeln. Sobald ihr ein paar Reihen gehäkelt habt, könnt ihr das ruhig auch vor dem Fernseher machen, weil dann ist es kein Problem mehr. Ihr müsst auch nicht groß was zählen. Beim Vorderteil kommt halt da der Ausschnitt noch dazu, aber das macht sich auch im Nu, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Und die Ärmel sind, glaube ich, auch nur quadratisch. Also es ist ultra einfach für ja, Leute, die bereits schon öfters gehäkelt haben. Als Anfänger würde ich das jetzt nicht empfehlen, weil 2-farbig häkeln doch eine Challenge sein kann. Dann habe ich mit meiner Hose angefangen, eine Anleitung aus dem Love Wool Katalog 22 von Wolle Rödel. Das sind diese kurzen Hosen hier.
Damit habe ich begonnen. Ich muss es aber leider nochmal schnell auflösen, hier die Seite, weil hier drin, im Inneren, befindet sich ein Gummizug. Hier sieht man es vielleicht. Hier trennt sich das so ein bisschen und es sieht voll komisch aus und das stört mich. Und hier ist so ein Knick drin. Das geht so nicht. Man muss es zusammennähen und deshalb muss ich das nochmal öffnen und zusammennähen. Die kurze Hose ist gehäkelt. Es ist ein Häkelmuster. Dann das nächste Projekt. Okay, hier habe ich was angefangen. Wir sind auf einer Hochzeit eingeladen und ich wollte mir so einen Loop-Schal machen, das ich auf Pinterest gesehen habe, was ziemlich schön aussah. Das ist gestrickt, deshalb habe ich eine Rundstricknadel. Ich habe mir das einfach so vom Kopf mal angefangen. Es ist mit so einem Mohair-Wolle. Die ist, glaube ich, auch von Hobby. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie genau heißt. Ich weiß nicht, ob ich im Dirndl zur Hochzeit gehe. Und wenn ich im Dirndl zur Hochzeit gehe, brauche ich den Schal nicht, weil ich habe da eine Jacke für meinen Dirndl drüber. Und deshalb ist es gerade so on hold. Weil ich wollte auch ein Muster drin haben. Ich wollte Muster drin haben. Ich wollte nicht einfach nur rechte Maschen oder linke Maschen machen. Ich wollte tatsächlich ein Muster haben, aber ich bin noch zu sehr Anfängerin, um mit diesem Mohair-Garn Muster zu machen. Das ist doch, also mir ist aufgefallen, dass es doch eine Challenge ist und ich könnte jetzt die Challenge annehmen, aber es wird länger dauern und ich würde dann nicht rechtzeitig fertig werden. Deshalb habe ich das einfach mal on hold gelegt. Ja, und mal schauen, ob ich da mal später mal dran arbeite. Aktuell lasse ich das einfach hier drin liegen. Dann das nächste Projekt, das ich auf den Nadeln habe, ist eine Babydecke. Das ist ebenfalls ein Muster von, ich habe vergessen, das rauszusuchen. Es ist ein Muster von Hobby. Also in der App unter Anleitungen könnt ihr einfach auf Babydecke gehen. Dann ist es, glaube ich, ist es die Deluxe. Ich habe schon mal die Deluxe Babydecke gemacht. Das ist sie nicht. Es ist die Zoe Babydecke. Zoe Babydecke. Die ist, das Muster sieht richtig toll aus. Ich habe schon eine blaue gemacht und ich habe sie schon verschenkt. Jetzt bin ich an dieser roten dran, weil ich halt einfach das Garn dazu hatte. Ich habe das mal fälschlicherweise bestellt, weil online sah die Farbe irgendwie anders aus, aber es war dann richtig pink. Aber das ist dieses Cotton Kings Sultan. Also es ist nur das Sultan. Ich habe gemerkt, dass Sultan und Sultan Deluxe sich darunter unterscheiden, dass im Deluxe mehr Gramm drin sind. Jetzt schaue ich gleich nochmal. Sultan Deluxe hat, auf dem Tablet ist es gar nicht mal so einfach, also das Gewicht sind 250 Gramm, 1000 Meter Lauflänge und beim normalen Sultan sind es 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge. Jetzt die Anleitung ist mit Sultan Deluxe gemacht, deshalb muss ich darauf achten, dass ich weniger reinmache, weil sonst geht mir das mit der Wolle nicht auf. Und ich glaube, ich schließe jetzt die Decke dann auch langsam ab, weil ich glaube, gar nicht mehr so weit entfernt war von der ursprünglichen Mitte von der Anleitung. Ja, das ist auch so ein Projekt, das ich mal angefangen habe, schon vor Monaten. Und daran arbeite ich einfach so ein bisschen vor mich hin, wenn ich wieder mal Bock habe. Aber das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit nicht so oft verwendet, auch weil ich bereits schon eine andere Babydecke in rosa habe, die ich bereits fertig gemacht habe und jetzt liegt das halt einfach hier. So, das nächste, an das ich noch fertigstellen muss, ist das hier. Das ist ein Korb, das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Es ist eine Anleitung von Butinette. Das habe ich bei Butinette bestellt. Ich habe schon alles eigentlich soweit fertig. Das Einzige, was ich machen muss, sind die Ohren hinnähen und Augen. Das sind so Detailarbeiten. Es liegt bei mir schon irgendwie wochenlang rum. Das ist einfach so etwas, was ich nicht gerne mache. Und ja, mal schauen, wenn die Lust kommt. Vielleicht kommt es ja jetzt demnächst, weil ich es jetzt wieder in der Hand hatte. Und so, das waren fast alle Projekte. Ich habe gestern mit was Neuem angefangen.
Und zwar schaut euch diese wunderschöne Wolle an. Schaut euch diesen Farbverlauf an. Ich habe diese Wolle in Italien auf einem Markt gekauft, ohne zu wissen, was ich damit mache. Es heißt Gustoso, 100% Baumwolle. Es ist ultra weich, es ist so angenehm und ich liebe den Farbverlauf. Und ich habe angefangen, mir ein Oberteil zu häkeln. Und zwar wollte ich mal etwas machen, das mehr Muster hat. Ich habe so Blümchen drin, weil ich finde, das ist so richtig schön sommerhaft, frühlingshaft. Ich habe so Blümchen drin. Das ist tatsächlich ein Muster, das ich jetzt aus einem Buch raus habe. Ja, und mit dem werde ich jetzt arbeiten. Das ist jetzt, ich plane ein Oberteil zu machen und ich werde auf jeden Fall dann eine Anleitung dazu schreiben, weil ich tatsächlich möchte gerne mehr Eigenkreationen einbauen und ich habe bereits schon ein Modell, das ich noch fertigstellen, es ist schon fertiggestellt, ich muss nur die Anleitung fertigstellen. Und ja, ich plane zukünftig auch eigene Anleitungen zu veröffentlichen oder zu verkaufen. Also ich hoffe, dass euch das gefallen könnte. Das sind jetzt alle meine Projekte, die ich zurzeit auf der Nadel habe. Übrigens, falls ihr bemerkt habt, hier hinten ist die Stickarbeit, die ich euch auf Instagram gezeigt habe. Das ist ein Set, das ich bei Wolle Rödel gekauft hatte. Und das lag jetzt ewig lang rum. Ich habe letzten Sommer damit angefangen und ich bin nie fertig geworden. Und letztens dachte ich mir so, ich habe voll Bock auf Sticken und habe jetzt das hier fertig gemacht. Okay, ich will euch gerne zeigen, wie es hinten ausschaut. Katastrophe. Das mit dem Anfangsfaden habe ich nicht so ganz verstanden, das muss ich nochmal nachlesen, aber ich lieb's. Ich liebe es zu sticken. Ich möchte das zukünftig auch öfter machen und das war jetzt echt toll. Also so für den Anfang war das richtig toll, das hat voll Spaß gemacht. Kreuzstich ist halt nicht schwierig und diese Unterlage ist auch sehr, sehr einfach und es war wirklich richtig entspannt, das zu machen und es ist voll süß. Es ist voll süß, ich lieb's. Es passt auch jetzt zur Jahreszeit, wobei jetzt die Kirschblüten verblüht sind. Ja, aber auf jeden Fall, hier in meinem Zimmer blühen es weiter. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Lasst mich wissen, was ihr gerade auf den Nadeln habt und was ihr bevorzugt, stricken oder häkeln. Tatsächlich mag ich beides und ich mag auch beides immer jederzeit auf der Nadel zu haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!